Willkommen zur Analyse einer potenziellen neuen Achterbahn, welche möglicherweise in den nächsten Jahren in dem Freizeitpark Liseberg in Schweden entstehen wird. Der Stadtpark Liseberg befindet sich mitten in Göteborg und ist meiner Meinung nach einer der besten Freizeitparks in Europa und hat bereits ein paar phänomenale Achterbahnen mit Valkyria, Balder und Helix. Aber nun sind Pläne aufgetaucht, welche eine weitere Achterbahn zeigen, und zwar ein Hypercoaster sehr wahrscheinlich. Und auf den Bildern sieht man auf jeden Fall, dass es sich hierbei nur um ein Konzept handelt, welches bei der Stadt eingereicht wurde, da das Layout auf jeden Fall nicht sehr viel Sinn ergibt. Und außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Projekt nicht ungefähr in den nächsten 5 Jahren umgesetzt wird. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass der Park es irgendwann umsetzen wird. Aber schauen wir uns erstmal die Artworks an, welche bei der Stadt eingereicht wurden. Auf den Plänen sieht man zunächst das Hotel und den Wasserpark, welche geplant sind im Jahr 2021 zu eröffnen, und für das Hotel sowie für den Wasserpark gibt es auch schon seit ein paar Jahren Konzeptbilder. Aber auf den neuen Bildern sieht man, welche veröffentlicht wurden, dass eine Achterbahn bzw. eine Erweiterungsfläche möglich wäre dort, wo sich jetzt das Parkhaus befindet. Und es sieht fast so aus, als wäre die Achterbahn geplant, auf diesem Parkhaus selber zu bauen. Und die Location liegt an der Straße, sieht auf jeden Fall eindrucksvoll aus und ist auf jeden Fall eine der wenigen Möglichkeiten, wie Liseberg noch eine große Achterbahn unterbringen kann. Also, wenn wir uns einfach mal das Layout von der Achterbahn anschauen, sehen wir, dass die Station direkt zwischen Balder und Valkyria sich befindet, also in dem Themenbereich, welcher in den letzten Jahren komplett neu gestaltet wurde. Und damit befindet sich sie auch noch in dem Park. Und dann gibt es ein Stück Strecke zum Lifthill, aber dieser sieht fast einmal falsch rum aus, da die Strecke am Anfang nur leicht geneigt ist und dann steiler wird, aber wo normal die Abfahrt sich befinden würde, diese einfach nur ungefähr im 45 Grad Winkel nach unten geht. Und auch wenn wir uns die Kurven anschauen, da sind viele nicht gebankt oder zumindest einfach gerade gehalten. Das heißt, daran sieht man auf jeden Fall, dass es sich nur um ein Konzept handelt. Aber auch wenn es von der Breite her nicht sehr viel Platz ist, könnte man da auf jeden Fall ein schönes, wahrscheinlich doppeltes oder dreifaches Out-and-Back-Layout hinbauen, da die Länge auf jeden Fall vorhanden ist. Und auf den Bildern, auch wenn es bestimmt so nicht umgesetzt wird und einfach nur als Veranschaulichung dient, dass da schon viel Strecke untergebracht werden kann und es hätte auf jeden Fall meiner Meinung nach schon viel Potenzial. Das ist zwar nicht bestätigt, aber ich habe gehört, dass Liseberg in den nächsten 5 Jahren keine neue große Achterbahn mehr plant, was ich auch verstehen kann, vor allem da in den letzten Jahren erst Valkyria und Helix eröffnet haben. Aber so in 5 Jahren, so Richtung 2023, 2024, ist es meiner Meinung nach, wenn das Hotel fertig ist und dieser Bereich dort hinten, wo sich aktuell unter anderem nur Parkplätze befinden, komplett umgestaltet wird, wäre eine Achterbahn dort auf jeden Fall möglich, da es im Park eigentlich gar nicht mehr umsetzbar ist, eine größere Achterbahn zu installieren, vom Platz her. Und ich denke auch, dass da noch nicht unbedingt mit Herstellern gesprochen wurde, aber ich könnte mir am ehesten wirklich Mug Rides oder Intermin vorstellen. Intermin Hypercoaster wäre wirklich top, würden super auf die Fläche passen und so Next Gen Intermin Hyper würde meiner Meinung nach super nach Liseberg passen. Aber vor allem auch, da sie mit Mug zusammengearbeitet haben, mit Helix, könnte ich mir ebenfalls einen Mug Rides Hypercoaster im Stil von DC Rivals vorstellen. Wäre erstmal eine Neuheit für Europa, würde sich trotzdem immer noch von den anderen Achterbahnen abheben, da die andere Achterbahn im Park, Balder, welche sich auf Atom fokussiert, von Intermin ist. Aber ich könnte mir diese beiden Hersteller auf jeden Fall am ehesten vorstellen. B&M wäre zwar auch möglich, aber da der Platz relativ beschränkt ist und man relativ kreativ werden würde vom Layout, würde ich Mug und Intermin auf jeden Fall beide gerne sehen. Ich habe keine direkte Präferenz, aber ein Mug Hypercoaster in Europa würde ich auf jeden Fall sehr gerne sehen. Und aktuell hat Liseberg trotzdem in den nächsten Jahren viel geplant. Also 2018 hat der Dive Coaster eröffnet, im Jahr 2020 soll ein neuer großer Dark Ride entstehen und dann wahrscheinlich 2021 der Wasserpark zusammen mit dem Hotel. Und ebenfalls abschließend noch gibt es aktuelle Gerüchte, dass der alte Lokflume des Parks, Flume Ride, abgerissen wird und durch eine neue Wasserbahn ersetzt wird, möglicherweise von Intermin, so etwas im Stil von Chiapas. Dafür gibt es keine direkten Quellen, es sind noch Gerüchte, aber ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Flume Ride ist schon ziemlich alt, aber trotzdem meiner Meinung nach noch ein super Lokflume, richtig schöne Interaktion mit dem Hang und die Drops sind auch echt gut, also meiner Meinung nach müsste er gar nicht abgerissen werden. Aber da der Park wirklich gerne und oft mit Intermin zusammenarbeitet, könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen und wäre auf jeden Fall keine schlechte Erweiterung. Vor allem da Chiapas mit die beste Wildwasserbahn ist, die es gibt. Und das war's hier zu den möglichen Neuerungen für Liseberg in der Zukunft, welche kommen könnten. Wie gesagt, auch dieser Hypercoaster ist nicht bestätigt.
Es ist gut möglich, dass er kommen wird, aber trotzdem kann es auch nur sein, dass der Park das einfach als Erweiterungsfläche darstellen will und dass wir da erstmal keine Achterbahn sehen werden. Aber Liseberg hat in der Planung von Helix auch anfänglich mal geplant, statt einen Multi-Launch Coaster einen Mega- bzw. Hypercoaster zu bauen. Zu der Bahn wird in Zukunft übrigens nochmal ein Ride History Video folgen und deswegen wäre es auf jeden Fall gut möglich, dass der Park jetzt noch einen bauen will. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr von diesen möglichen News haltet, würde mich auf jeden Fall echt interessieren. Und abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt, dann werdet ihr keine zukünftigen Videos mehr verpassen und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.